Als in einer ruhigen Kleinstadt mehrere Menschen verschwanden, war die gesamte Gemeinschaft in Aufruhr. Die Polizei hatte keine Spur und die Menschen lebten in ständiger Angst. Jeden Tag wurden neue leblose Körper gefunden, aber es gab keine Hinweise auf den Täter. Denn ein junger Ermittler wurde zu diesem Fall hinzugezogen, da er für seine ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden bekannt war. Er war überzeugt, dass der Gesuchte in der Stadt lebte und beschloss, sich undercover in die Gemeinschaft einzuschleichen, um mehr Informationen zu sammeln. Während seiner Ermittlungen lernte Dan viele der Stadtbewohner kennen und konnte so eine Verbindung zu einigen der Fälle herstellen. Er fand heraus, dass alle Opfer auf eine seltsame Weise miteinander verbunden waren, sie alle hatten in ihrem Leben etwas gestohlen. Dan arbeitete hart und unermüdlich, um Beweise zu sammeln, und schließlich führten ihn seine Nachforschungen zu einem verdächtigen Mann, der in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Dan verfolgte den Mann heimlich und entdeckte, dass er in einem alten verlassenen Haus lebte. Als Dan das Haus betrat, fand er zahlreiche gestohlene Gegenstände und Indizien, die den Mann direkt mit dem Fall in Verbindung brachten. Der Mann war jedoch nicht allein. Als Dan das Haus verlassen wollte, wurde er von einem weiteren Mann angegriffen, der ebenfalls in die Fälle verwickelt war. Dan kämpfte verzweifelt gegen den Angreifer und konnte sich schließlich befreien. Er alarmierte die Polizei und beide Männer wurden verhaftet. Nach einer langen und schwierigen Gerichtsverhandlung wurden sie schließlich wegen ihrer Verbrechen verurteilt. Die Stadt war erleichtert, dass der Fall gelöst war und die Gemeinschaft konnte endlich wieder zur Normalität zurückkehren. Dan hatte das Vertrauen der Menschen gewonnen und wurde von vielen Bewohnern der Stadt als Held angesehen.